Okay. Guten Morgen zu einem neuen Vlog. Heute mal mit Sprache. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich das mag, aber wir werden mal sehen. Ja, direkt am Montag habe ich eigentlich auch schon wieder vergessen, dass ich ja eigentlich hier mit Sprache arbeiten wollte. Naja, deshalb Voice-Over. Montags starte ich immer in die Woche und arbeite so ein bisschen das ab, was am Wochenende reingekommen ist. Beantworte E-Mails, Nachrichten und gucke, dass die Postings, die diese Woche online gehen sollen, auch eingeplant werden. Gucke natürlich, dass da alles freigegeben ist oder was dann noch fehlt. Und ja, das ist eigentlich immer so mein Montagmorgen. Ich habe gerade schon auf Instagram gerantet, aber dann fiel mir ein, dass ich diese Woche ja auch mit Ton vlogge. Und ja, ich habe gestern spontan einen Online-Kurs gekauft von einem Content Creator, dem ich schon eine Weile folge. Und der Kurs hat $90 gekostet, ist heute erschienen und er ist so shitty. Also der Kurs ist um 18 Uhr rausgekommen. Um 19:02 Uhr war ich mit allem durch und ich habe schon lange nicht mehr so einen lieblosen Kurs gesehen. Und ich habe in letzter Zeit richtig viele Kurse gekauft, gerade Ende letztes Jahr. Und ich ärgere mich gerade so, weil das alle Boxen gecheckt hat, also alle Red Flag Boxen, bei denen ich mir eigentlich gesagt habe, ich kaufe so Kurse nicht mehr. Und jetzt sitze ich hier. $90 und 1,5 Lebensstunden ärmer. Ich muss sagen, wenigstens geben mir solche Kurse immer so einen krassen Selbstbewusstseinsboost. Also macht zumindest was gegen mein Imposter-Syndrom. Aber ja. Dann am Dienstag habe ich wieder auf Jenny Works meinen Blogpost geschrieben. Den Dienstagvormittag halte ich mir immer frei für Blogdinge. Und diese Woche habe ich über gute und schlechte Projekte gebloggt, die ich in meinem Leben schon so gemacht habe. Und ja, habe dafür extra so ein fancy neues Plugin ausprobiert. Ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung, na klar. Ich liebe übrigens auch mein sehr witziges Logo. Und danach, na klar, gab es erstmal leckeren veganen Käsekuchen. Einmal Oreo und einmal Himbeer. Beide gut, kann mich nicht entscheiden. Ja. Es ist Mittwoch, 7:24 Uhr. Ich habe mittwochs ja immer Meeting-Mittwoch. Das heißt, viele Calls, viele Zoom, Teams, Calls. Ich hasse es. Ich habe gestern nicht so viel gevloggt, weil mein Freund auch im Homeoffice war und ich zu faul war, ins Büro zu gehen. Und er telefoniert immer super viel und ja, dann hatte ich irgendwie keinen Bock. Der erste was ist das überhaupt? Oh Gott. Das erste Meeting findet statt um 10. Bis dahin muss ich noch ein bisschen was tun. Direkt im Anschluss der zweite Call, da muss ich noch mehr tun dafür. Das wollte ich alles gestern machen, habe ich nicht gemacht. Deshalb muss ich heute ran. Außerdem ist heute auch mein Newsletter-Tag. Weiß ich nicht, ob das so clever ist, das immer an einem Tag zu machen, aber gut. Und heute geht mein 100. Newsletter raus. Und eigentlich wollte ich dafür was ganz Besonderes machen. Und vielleicht habt ihr es euch schon gedacht. Ich hatte gestern auch dazu keinen Bock. Muss ich ja noch heute machen. Gucken wir mal, was ich schaffe.
Ich habe natürlich nicht alles geschafft. Der erste Call steht jetzt in 5 Minuten an. Hab niemanden anders zu blamen als mich selbst. Das ist jetzt so, wie es ist. Und ja, mal schauen. Wünscht mir Glück. Der erste Termin lief gut. Also ich habe mich natürlich mal wieder viel verrückter gemacht, als ich es hätte machen müssen. Und alles, was ich bis dahin fertiggestellt habe, war absolut ausreichend. Und ich habe dann direkt Feedback vom Kunden eingeholt. Und dann konnte ich mich direkt nach dem Termin eigentlich auch schon weiter an die Aufgabe machen. Habe sie an dem Tag dann auch direkt fertiggestellt. Also top. Übrigens einfach nur geil, diese Perspektive. Also wie unvorteilhaft kann man sich filmen. Aber gut, ich werde nichts daraus lernen und diese Perspektive beim nächsten Mal wieder so wählen. Naja, okay, ich habe dann doch eine andere Perspektive ausprobiert für das zweite Telefonat des Tages. Okay, aber dann sind wir ja vollständig. Ich sag jetzt mal besser, aber ausbaufähig. Der zweite Termin war nur ein kurzes Status-Update. Also da haben wir nur über aktuelle Facebook- und Instagram-Kampagnen gesprochen, wie die laufen. Ich habe einen Zwischenstand gegeben. Wir haben besprochen, ob was geändert werden soll. Spoiler, nein. Und ja, dann war der Termin auch schon wieder vorbei. So, mein zweiter Termin ist jetzt auch vorbei. Ich setze mich jetzt an meinen Newsletter. Heute geht mein 100. Jenny Works Newsletter raus, habe ich glaube ich eben schon mal gesagt. Na klar, habe ich nichts vorbereitet bisher, sondern schreibe ihn jetzt live. Das Schreiben hat dann aber sehr gut geklappt. Ich habe dann sogar noch ein kleines Video aufgenommen. Ich habe nämlich in meinem Newsletter ein neues Tool gezeigt, mit dem man E-Books erstellen kann und habe dazu einfach so ein kleines spontanes Tutorial aufgenommen. Und das war dann mein 100. Newsletter. Der nächste Tag war dann auch schon der Donnerstag und ich war auf der Suche nach einem wichtigen Brief, den ich bekommen hatte in der Woche vorher. Ich dachte, ich hätte ihn zu Hause, da habe ich ihn nicht gefunden. Deshalb habe ich im Büro das Dokument gesucht, habe natürlich auch bei der Gelegenheit direkt mal die Blumen gegossen. Meint ihr, die werden noch was? Ich habe sie jetzt mal mitgegossen. Ich habe jetzt Blumen gegossen, Post geholt. Und das ist in letzter Zeit quasi alles, was ich hier mache. Ich habe in letzter Zeit gar keinen Bock, von hier aus zu arbeiten, sondern will einfach nur zu Hause sein. Sehr schade hier. Ja, dass das Büro hier so verwaist. Und so richtig Sinn macht es halt aktuell natürlich auch vorne und hinten nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal wieder mehr Bock haben werde oder nicht. Oder ja. Naja, wie auch immer. Jetzt werde ich noch eine Runde spazieren und dann nach Hause gehen. Und da das Dokument weitersuchen. Fuck, ey. Am Freitagvormittag habe ich erst ein bisschen gearbeitet und dann die Info bekommen, dass ich Bilder abholen konnte, die ich habe rahmen lassen. Ja, selbst bei Regen mache ich meinen Mittagsspaziergang. Regret. Das sind die Bilder. Gimli hilft da natürlich sehr fleißig. Und ja, hab vergessen, die aufgehängten Bilder zu filmen. Jetzt ist es zu dunkel. Naja,